Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Best Boys. Mein Name ist Kamal und heute in dieser Ausgabe machen wir etwas, was wir nie zuvor gemacht haben. Wir machen ein Preview statt ein Review. Und was wir uns heute angucken, es ist das HTC Pyramid. Das ist der Codename für das Telefon. Es trägt die Modellbezeichnung Z710E und der Verkaufsname ist HTC Sensation. Es wurde in London vorgestellt und es ist das zweite Dual-Core-Smartphone von HTC. Das ist das HTC Sensation, so sieht es von der Vorderseite aus. Ein schlankes Telefon, welches sehr länglich in der Hand liegt, sehr angenehm aber auch, weil es Rundungen hat und nicht so kantig ist. Wer schon mal ein Desire HD in der Hand hatte, weiß, dass das Telefon ein bisschen wuchtiger war, weiß, dass dieses Telefon ebenfalls 4,3 Zoll hat und dieses dagegen hat insgesamt 148 Gramm und ist nicht so schwer, inklusive Akku natürlich. Apropos Gewicht, lasst mich euch die Dimension durchgeben. Wir haben eine Höhe von insgesamt 126 mm, eine Breite von insgesamt 65 mm. Das Telefon ist 11,3 mm dick, dünn oder wie man es sagen mag. Von der Oberfläche, von der Verarbeitung haben wir hier zwei Materialien. Wir haben hier Kunststoffoberflächen, das ist sehr stark gummiert, verleiht einen guten Grip. Darunter sind auch die Antennen. Und das dagegen ist Aluminium. Dazu zeige ich detailliert nochmal was. Das ist ein sogenanntes Unibody von HTC, welches aus einem einzigen Aluminiumblock rausgefräst worden ist. Dazu gleich mehr. Den SAR-Wert kenne ich leider noch nicht. Den muss dann Connect zum Beispiel rausfinden. Ansonsten von der Farbkonstellation soll es wirklich nur das Telefon in dieser Farbe geben. Gucken wir uns einmal den detaillierten Aufbau an. Der beginnt natürlich hier oben mit unseren Lautsprechern. Hierunter haben wir eine LED, die man jetzt nicht so direkt sieht. Die leuchtet zum Beispiel rot, orange oder grün. Und wir haben hier eine VGA-Kamera, sprich 640 x 480 für Fotos und für Videos. Ansonsten haben wir hier noch einen Lichtsensor. Ich meine, den sieht man ganz leicht. Das soweit zu dem. Zoomen wir einmal raus, dann finden wir eigentlich auch schon unser Display. 4,3 Zoll in der Diagonale, das heißt 10,9 cm. Das Panel wird gefertigt von Sony, das ist ein SLCD. Und wir haben die neuere Auflösung von Android QHD, sprich 540 Pixel x 960 Pixel. Bei einer Pixeldichte von 256,7 Pixel per Inch. Ganz kurz nochmal, das Desire HD hat eine WVGA-Auflösung und 217 Pixel per Inch. Außerdem, was ihr sehen solltet, das Display ist leicht gebogen. Hier sieht man das, meine ich, am besten. Einmal ist es eine Designfunktion, da sieht man das, glaube ich, noch toller, genau. Das ist leicht gebogen. Einmal ist es eine Designfunktion oder Designentscheidung gewesen, kann man besser sagen. Zweitens ist es tatsächlich ein bisschen intelligent gemacht. Das heißt, wenn ihr das Telefon dann wirklich so hinlegt, dann zerkratzt das gleich nicht. Gut, das soweit zu dem. Ansonsten haben wir natürlich unter unserem Display 4 Touch-Tasten. Home, Menü, Return, Escape und Search. Auf der linken Seite des Telefons haben wir unsere Laut- und Leise-Wippe. Die ist nicht gekennzeichnet durch Plus oder Minus oder Pfeil nach unten, Pfeil nach oben. Die ist aber lang genug und bietet einen guten Druckpunkt, finde ich. Dann haben wir unseren Micro-USB-Anschluss, so schaut der aus. Entweder könnt ihr damit das Telefon aufladen, mit dem PC verbinden oder aber ihr könnt einen MHL-Adapter anschließen und daraus HDMI realisieren und mit eurem Fernseher das Telefon verbinden. So sieht die Fußseite des Telefons aus. Wir haben die Öffnung für den Akkudeckel und damit können wir unser Unibody lösen. Und wir haben unser erstes und primäres Mikrofon. Auf der rechten Seite haben wir gar keine Knöpfe, keine Buttons und eine Kamerataste fehlt ebenfalls. Auf dem Kopfbereich haben wir 3,5 mm Anschluss für Headset, An- und Austaste sowie die Sleep- und Wake-Taste. Auf der Rückseite finden wir unseren Dual-LED, sprich wir haben zwei LEDs. Für aktive Geräuschunterdrückung haben wir 3 Mikrofone. Unser Lautsprecher befindet sich hier. Diese Kamera wird von Samsung hergestellt. Sie löst Fotos in 8 Megapixel auf und Videos könnt ihr aufzeichnen in Full HD, sprich 1920 x 1088 auf einer Bildwechselfrequenz von 30 Frames pro Sekunde. So sieht die Rückseite aus. Wir haben hier unser HTC-Logo und hier unten steht nochmal HTC Sense oder wird HTC Sense. Ich zeige euch mal das Unibody des Telefons. Dafür öffnen wir das Telefon, einfach hier reindrücken und nach oben drücken. Ihr seht, wie einfach das doch ging. Jemand, der schon mal einen HTC Wildfire hat, der weiß, wie das Ganze hier funktioniert. Im Prinzip ist das nur, das ist die Elektronik hier und ihr seht, alles geht wirklich ins Gehäuse rein. Aber ich zeige euch mal den Akkudeckel, denn das ist wirklich diese gummierte Oberfläche, von der ich gesprochen habe, hier und da. Und das ist unser Unibody, was von hier hin bis zum Beispiel hier oben hingeht und natürlich bis hier unten. Und am Gehäuse selber, also werft nochmal ruhig einen Blick hier rauf. Wir haben hier keine Kameralinse zum Beispiel. Die Kameralinse ist direkt am Telefon, also Kameraglas meine ich. So sieht das insgesamt aus hier. Und ja, so sieht die Maschine oder das ganze Elektronische aus. Wir haben unsere Kamera hier, Dual-LED hier, Lautsprecher.
Unser Akku, der hat insgesamt 1520 mAh, werft einen Blick nochmal hierauf. SIM-Karte kommt hier rein. HTC sagte zu mir, 8 GB Speicherkarte wird ab Werk wahrscheinlich mitgeliefert und aufrüsten könnt ihr per MicroSD bis zu 32 GB. Legen wir unseren Akku einmal wieder rein und legen unser Telefon wieder in das Unibody und ihr seht, wie das klappt. Werft nochmal hier einen Blick rauf, so sieht das insgesamt aus. Es geht quasi komplett nahtlos rein und dann schließt man das natürlich hier unten. Bevor wir das Telefon gleich einschalten, ich euch wie immer das Technische nenne, will ich noch ganz kurz etwas sagen. Das, was ihr vor euch seht, so wird es später aussehen, wenn es im Juni auf den Markt kommt. Das, was wir hier heute haben, ist weder mit der finalen Hardware noch mit der finalen Software ausgestattet. Das heißt, wenn hier gleich was nicht funktioniert, irgendwelche Tasten, irgendwelche Software-Applikationen, wenn das Telefon abstürzt, dann bedenkt bitte, dass das nicht final ist und später es nicht so aussehen wird. Ich sage noch was später dazu, aber lasst uns erstmal das Telefon einschalten. Das machen wir, indem wir diese Taste hier oben 3 Sekunden lang festhalten. 1, 2 und 3. Loslassen und es fährt hoch mit HTC Fastboot natürlich, also ziemlich schnell. Und wir haben Android OS 2.3 Gingerbread, HTC Sense UI 3.0, erstmalig auf dem Telefon. Wir haben Qualcomm Snapdragon Prozessor, MSM 8260 Dual-Core mit je 1,2 GHz pro Kern. Die GPU ist von Qualcomm ebenfalls, Adreno 220. 768 MB RAM haben wir, genauso viel wie im Desire S, Desire HD, Incredible S. Ansonsten haben wir hier GSM, Quadband, GPRS, Edge, UMTS, HSPR und HSPR Plus mit 14,4 Mbit. Das Telefon hat insgesamt 1,1 GB interner Speicher und nicht 4 GB. Geben wir noch einmal unsere PIN ein und starten das Telefon, machen das Telefon betriebsbereit und sagen Enter. Und jetzt ist das Telefon betriebsbereit, das wird gerade entsperrt und da haben wir eigentlich auch schon unser Homescreen. Das Telefon ist soweit betriebsbereit, es ist startklar, aber bevor wir gleich zu den ganzen Neuerungen kommen, will ich euch eine ganz andere Sache zeigen. Sperren wir das Telefon einmal und entsperren wir es wieder, dann haben wir unsere Display-Sperre vor uns. Display-Sperre ist etwas, wo HTC sagt, okay, das ist zwar ganz gut und das ist ganz cool, aber es ist eine Barriere. Es hält uns von den wichtigen Sachen fern. Sachen, die dir wichtig sind, Sachen, die mir wichtig sind, wie zum Beispiel Apps oder soziale Foren, solche Sachen. Nun hat es ja gesagt, wir machen das so, wir machen eine gewisse Interaktivität hier rein und wir machen bis zu 4 Plätze für eure Favoriten-Apps. Das sieht dann zum Beispiel so aus, dass ich hier sage, ich habe hier Mail, ich kann Mail starten, startet nicht, ich kann Kamera starten, Kamera startet auch nicht, Nachrichten starten, startet auch nicht. Ich muss schon meine App in diesen Ring hier reinziehen, wie zum Beispiel so. Dann startet es eigentlich auch schon. Und das klappt natürlich auch nicht nur jetzt mit Mail, sondern auch wirklich mit Kamera. So gehen mir zum Beispiel wichtige Momente nicht verloren, die im Leben jetzt gerade passieren und ich die schnell abfotografieren will. Nach diesem Prinzip klappt es zum Beispiel. In den Einstellungen hier, unter Einstellungen personalisieren, Display-Sperre nennt sich das dann, haben wir hier insgesamt 6 Start- oder Sperrbildschirme. Jetzt können wir hier sagen, ich möchte gar keine Interaktivität haben und nur die Apps belegen und sagen Einstellungen. Hier kann ich das in frei auswählen, wie zum Beispiel, ich will Anrufliste, wisst ihr was, brauche ich doch nicht. Einfach raufklicken und sagen, was brauche ich stattdessen. Zum Beispiel, nehmen wir mal Talk oder was auch immer. Dann habe ich hier Talk und sage fertig und speichern und gut ist. Möchte ich jetzt doch noch eine Interaktivität haben, dann kann ich sagen, okay, ich möchte vielleicht meine Bilder haben, Bilder von meiner Familie, von Freunden, die möchte ich auf meinem Telefon sehen. Vielleicht aber auch soziales Forum. Nimm mir das einmal und sagen anwenden. Wohl eingestellt. Sperren wir das, entsperren wir es wieder und ihr seht, es lädt, in der Regel dann nicht mehr später so. Wir haben nicht nur unsere 4 Apps, wir haben eigentlich auch so kleine Widgets, kleine Fenster, wo wir jetzt Sachen sehen aus Twitter, aus Facebook, die sehen wir dann hier, wo ein kleines F ist, wo zum Beispiel aber auch noch ein F, also auch wieder Facebook, nochmal Twitter. Und jetzt möchte ich zum Beispiel irgendwas sehen. Sagen wir mal, das interessiert mich hier von Marco. Draufklicken, passiert nichts, okay. Einfach nur in diesen Ring wieder reinziehen und die App öffnet sich. Ich kann das detaillierte sehen. Gefällt mir anklicken, sofern ich mich angemeldet habe. Natürlich ist es eine Voraussetzung oder aber auch meinen Quatsch dazugeben. Nach diesem Prinzip funktioniert das Ganze und die Auswahl ist groß. Ihr müsst nicht nur soziale Forum nehmen, wenn ihr kein Facebook- und Twitter-Fan seid, sondern ihr könnt auch sagen, Weather ist mir wichtig, also Wetter natürlich, entsperren und ihr seht, so schaut das Ganze aus, Wetter wird geladen. Wenn ich jetzt ein Wetter eingestellt hätte, was doof ist, entsperren wir es einmal und ich zeige Ihnen noch andere Möglichkeiten.
was wirklich nett ist, was wirklich umfangreich ist, was wirklich cool ist. Eine Uhr haben wir hier und wir haben unser Portfolio, sofern ihr Aktien besitzt. Das soweit zu dem, wirklich sehr interaktiv und sehr, sehr umfangreich. Was wir hier an Neuerungen noch haben, ist zum Beispiel, apropos Wetter, HTC ist sehr stolz auf sein Wetter. Die sind wirklich richtig stolz. Wir haben ein neues Wetter-Widget, beziehungsweise das sieht schon ein bisschen neuer aus. Wenn wir raufklicken, startet die wettereigene App und die sieht wirklich schick aus. Wir haben insgesamt 10 Effekte. Wir haben jetzt hier Hamburg eingestellt, wir haben auch Tokio hier. Und dazu kommen wir gleich. Ich zeige hier mal im Demo einmal die Effekte, indem ich auf Menü raufklicke. Auf Demo und ihr seht zum Beispiel sonnig, was wir gerade in Hamburg hatten, Gewitter, neue Soundeffekte übrigens auch, bewölkt haben wir hier und was haben wir noch, nebelig natürlich, heiß haben wir natürlich auch, schwül und teils bewölkt haben wir auch. Wir haben teils sonnig, so sieht das zum Beispiel aus. Es ist wirklich eine feine, realistische Animation, die wirklich schick aussieht. Und wir haben natürlich Regen, was wir gerade in Tokio hatten. Und Schnee. Und natürlich zuletzt windig. Ja, das sieht insgesamt so aus und das kann man zu dem Ganzen sagen, was hier an Neuerung zum Beispiel ist. Aber eine Neuerung haben wir auch noch. Wir haben unseren neuen Homescreen und das hat jetzt HTC Sense UI 3.0. Wir sehen, wenn wir von einer Ausgangsanzeige wechseln zu der anderen, haben wir so einen leichten 3D-Effekt. Es ist natürlich kein 3D-Bildschirm, sondern wirklich so einen leichten 3D-Effekt. Es gibt natürlich ein 3D-Telefon, da sieht das wirklich schick aus. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel, wenn wir von einem Widget zu anderen Widget wechseln, sieht das wirklich cool aus, sehr schick, sind sehr nett gemacht. Und wir haben 7 Stück von, also wir haben insgesamt 7 Ausgangsanzeigen. Wo wir uns gerade befinden, findet ihr zum Beispiel hier an diesen Balken. Wir können einfach wechseln. Im HTC Sense UI 2.1 war das so, dass hier Ende war und ich konnte hier nicht mehr weitergehen. Jetzt ist es so, dass ich einfach nur durchgehen kann. Also ich kann wieder am Start sein und das Ganze machen. Und wenn ich das Ganze ein bisschen kinetisch mache, sprich mit einem Finger mit ein bisschen Geschwindigkeit, dann muss man natürlich ein bisschen Übung haben, was ich jetzt nicht habe, aber dann sieht das insgesamt so aus. Das ist ein 3D-Karussell. Ich weiß nicht, welchen Sinn das hat, aber es sieht gut aus. Des Weiteren haben wir natürlich nicht nur diesen 3D-Karussell, wir haben natürlich auch diese legendären Pitch-to-Zoom-Geste, diese hier. Und das hat sich auch ein bisschen verändert. Ihr seht, dass es sich in einem 3D-Effekt ein bisschen aufbaut und sehr feinfühlig auch. Ihr seht zum Beispiel, dass es nicht eine vorgefertigte Animation ist, sondern wirklich auf meine Finger auch wirklich reagiert. Das ist das, was wirklich an der Neuerung ist, an der Oberfläche. Wenn wir uns mal ganz kurz so ein HTC Desire S angucken, das mit HTC Sense UI 2.1 ausgeliefert wird, dann seht ihr zum Beispiel, wenn wir von einem Homescreen zu anderen wechseln, dann haben wir so einen ganz normalen Übergang. Hier haben wir 3D-Übergang und was ich meinte, nämlich hier, ich kann hier bis zum Ende hingehen und nicht mehr weitergehen und hier kann ich komplett durchgehen. Das ist eine Neuerung, ansonsten Pitch to Zoom haben wir hier auch hier und hier haben wir diesen 3D-Effekt. Das soweit zu der kleinen Zusammenfassung. Was sich nicht geändert hat, ist diese Statusleiste hier, wenn wir die nach unten ziehen. Dann haben wir hier nicht nur die letzten Apps, die wir gestartet haben, wir haben hier auch noch Benachrichtigungen. Wir haben auch diese Kurzeinstellungen, die wir von HTC Sense UI 2.1 kennen. Unser Menü ist ganz normal aufgebaut, wie auch in HTC Sense UI 2.1. Wir haben ein Raster hier, ähnlich wie bei dem Desire S, nämlich da, wo auch 2.1 läuft. Und wir haben beim Desire S eine WVGA-Auflösung. Wir haben hier dann 4x4 Apps, sprich 16. Und wir haben hier bei dem Sensation eine höhere Auflösung, deswegen haben wir hier 4x5 Apps, sprich 20 Apps. Ansonsten haben wir auch hier einen Register, nämlich alle Apps. Wir haben hier häufig und wir heruntergeladene Apps, sprich was wir runtergeladen haben, was wir am meisten genutzt haben und natürlich alle Apps. So, und dieser Raster passt sich natürlich immer an 20 Apps an, also immer dann, wenn 20 Apps im Bildschirm angezeigt sind, hält er dann auch an und er scrollt nicht mehr durch. Jetzt haben wir hier sowas wie Aktien, Alben und Alben würde ich euch mal ganz kurz zeigen. Hat sich hier viel nicht getan, die Ansicht hat sich hier ein bisschen verändert. Wir klicken auf ein Bild und wir haben unsere Rasteransicht. Keine Filmansicht mehr, sondern wirklich nur noch hier auch eine Rasteransicht. Das ist soweit zu dem. Ansonsten haben wir Amazon MP3, was hier ab Werk mitgeliefert wird. Und ich habe hier Angry Birds installiert, um euch mal ganz kurz zu zeigen, wie das zum Beispiel dann später aussehen wird, wenn wir hier Apps installieren. Ich bin jetzt ganz normal in den Market reingegangen, habe Angry Birds eingegeben, habe das runtergeladen.
Und wie ihr seht, es ist nicht irgendwie pixelig oder sowas, es ist angepasst. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht bewusst, wie genau das Ganze funktioniert und weiß nicht, wie ganz genau es verläuft. Ich habe es einfach jetzt nur runtergeladen und es sieht gut aus und es funktioniert. Wir starten das mal einmal und ich zeige euch mal, wie das ungefähr so läuft. So, Angry Birds ist natürlich bekannt. Ich habe hier meine Vögel und einige Schweine, die Eier geklaut haben und wir können einfach hier, oder wir müssen die zerstören. Ganz simpel, ganz einfach. Damit ihr seht, dass es wirklich nicht pixelig ist oder sowas, zeige ich es mal ein bisschen detaillierter. Ihr seht, dass das wirklich sehr, sehr scharf ist, also wie es eigentlich sein sollte, auf eine QHD-Auflösung schon echt gut. Also das soweit zu dem. Was ich hier noch ganz kurz sagen möchte, ihr habt ja gesehen, wie die Spiele-Performance so gerade war. Die war ganz gut und so kennt man die auch. Ich habe in den letzten Tagen das Sensation gehabt, das war noch nicht mit der Software drauf, das war mit einer ganz anderen Testsoftware drauf und jetzt habe ich eine ganz andere ROM hier installieren müssen, dass ich euch immer das zeigen kann. Und diese ROM, die jetzt hier drauf installiert ist, die spricht zurzeit nur einen Kern an. Das heißt, das, was ihr gerade hier seht, das hat wirklich nur mit 1,2 GHz auf einen Kern alles umgestaltet. Dann, wenn die finale ROM dann da ist, die wird dann auch wirklich 2 Kerne natürlich in Betrieb nehmen können. Aber das ist jetzt wirklich nur ein Kern. Weiter geht's, wir haben hier Camcorder, wir haben hier ein paar Entwicklungs-Apps, die ich euch nicht zeigen kann. Dann haben wir hier Downloads, einen zentralen Ordner in Gingerbread natürlich, wo wir alle heruntergeladene Dateien finden. E-Books haben wir hier. Unter Einstellung kann ich euch zum Beispiel einmal die Hardware-Informationen zeigen. Und wir haben natürlich hier, wie wir sehen, 1,2 GHz Dual-Core. Den RAM haben wir, unser Display 8 Megapixel, Bluetooth 3.0 haben wir. Das ist soweit von der Hardware-Seite und von der Software-Seite natürlich Android OS 2.3 und wir haben SenseUI 3.0. Das ist soweit zu dem. Und was ich euch hier noch im Menü zeigen kann, gehen wir jetzt einmal auch durch. Wir sind stehen geblieben bei Einstellungen. Facebook wird ab Werk mitgeliefert. Friendstream haben wir drauf. Friendstream braucht ihr zum Beispiel für diese Display-Sperre, die wir uns gerade angeguckt haben. Das ist dafür notwendig. Und Internet. Wir haben hier HSPA Plus mit 14,4 Mbit, das sollte ganz schnell gehen, sehr flott gehen. Und wir sind auch über WLAN gerade verbunden, so wie über Mobilfunk. Sagen wir mal Freigabe, geben wir mal ein Ergebnis hier ein, geben wir mal irgendwas hier, tippen wir mal ein. Tastatur, wie ihr seht, hat sich nicht geändert, so sieht es aus. Ich weiß nicht, was später kommt, ob sie dann später anders aussehen wird oder nicht, aber so sieht es erstmal jetzt hier aus. Geben wir mal einmal hier Bestboys ein und er macht natürlich gleich Vorschläge, wie sich das von Google gehört und wir können mal irgendein Ergebnis nehmen, Bestboys zum Beispiel, und ihr seht schnell auch, die Ergebnisse sind da, haben wir auch aufgeklickt, dann lädt auch unsere Seite und das ist schnell, es hat jetzt klar die mobile Seite geladen, sagen wir nochmal okay und laden wir die vollständige Seite, machen wir es einmal nochmal so und ja, das klappt jetzt natürlich über WLAN hier und nicht über Mobilfunk. Und so sieht es aus. Ich finde, das ist recht schnell, das ist recht ordentlich. Wer weiß, ob das noch Verbesserungen mit sich bringen wird, wenn es später dann auf dem Markt ist. Und ich wüsste nicht, was hier jetzt nicht so richtig funktioniert. Adobe Flash ist hier noch nicht drauf, deswegen kann ich euch das noch nicht zeigen. Sonst würde ich euch das echt gerne mal zeigen wollen. Aber das ist das, was erstmal ihr euch angucken solltet. Wie gesagt, wir werden euch nochmal in aller Ruhe das Sensation zeigen, wenn das Final da ist. Kalender. Auch sehr simpel, hat sich auch nichts geändert. Ich klicke irgendwas hier an, finde meine Termine hier. Von der Optik hier hat sich das bisschen was geändert, SenseUI 3.0. Aber es ist natürlich die ein und dieselbe Funktion. So sieht es aus. So wird es auch später aussehen, wenn ihr es dann später habt. Aufgabenansicht, Agendaansicht, Wochenansicht. So sieht es aus. Ich habe hier einen Facebook-Kalender noch mit drin. Das soweit zu dem. Ansonsten, wo sind wir stehen geblieben? Bei Kalender, Kontakte, Kamera können wir einmal euch zeigen. Die Kamera-App hat sich ein bisschen, nur ganz leicht was verändert, denn wir haben hier die Möglichkeit, oder wir sehen hier vom Grundaufbau hier natürlich den digitalen Zoom. Ich kann jetzt hier sagen, okay, ich möchte den digitalen Zoom haben, da seht ihr das. Ist natürlich nicht empfehlenswert, weil es ist digital und die Bildqualität geht verloren. Wir haben hier die Möglichkeit, auf dem Bildmodus die vordere Kamera anzuwenden, dann finden wir hier die vordere Kamera, so sieht das dann zum Beispiel aus. Oder wir schalten einmal um auf die Hauptprimäre Kamera. Wir können auf Videos umschalten, können auch hier die vordere Kamera nehmen, für Selbstporträts zum Beispiel, für Selbstvideos, irgendwelche Hassvideos, wenn man möchte.
Im Menü finden wir hier die Videoqualität, die Auflösung, nämlich Full HD. Hier ist ein kleiner Fehler drin, denn ich habe ein Video aufgezeichnet, habe auf dem PC gesehen. Das ist 1920 mal 1088 und nicht 80. Aber wie gesagt, es ist halt ein Fehler, es ist dann später behoben. Das soweit zu der Kamera. Testbilder und Testvideos könnt ihr euch auf unserer Internetseite angucken. Und da haben wir eine Menge davon. Und was haben wir hier noch? Kontakte, klar. Wir haben hier HTC Love. HTC Love ist so ein kleines Spiel. Oder was ist das Spiel? Es ist so eine Zeitvertreibungsgeschichte. Ähnlich wie man das kennt. Sie liebt mich nicht, sie liebt mich nicht. Oder weiß ich nicht. Und am Ende haben wir dann hier, sie liebt mich nicht. Sowas in der Art zum Beispiel. Ansonsten haben wir hier natürlich Musik. Das würde ich euch auch mal gerne zeigen, wie der Player aussieht. Sagen wir einfach hier Play, Aufbau kennt ihr sicherlich. Vom Klang her erstmal ganz kurz, wie gesagt, es ist nicht die finale Hardware. Vom Klang her ist es nicht so laut, es ist auch nicht so klar, es ist das, was wir von HTC kennen. Von dem Player her, einige von euch, die einen HTC haben, wissen, dass das Umschalten ganz schön lange dauert. Hier ist es sensationell schnell, obwohl nur ein Kern gerade angesprochen wird. Und ja, das ist soweit von dem Player erstmal zu berichten. Wie gesagt, wartet nochmal ab, vielleicht tut sich in der Hardware was, dann ist die Klangqualität besser. Aktuell ist sie nicht so überzeugend. Ja, das soweit zu dem. Ansonsten sind wir stehen geblieben bei Musik. Wir haben hier Nachrichten, das was ihr kennt. Und Market läuft natürlich genau so, wie wir es Market kennen. Mittlerweile sagen die Hersteller nicht nur meine App, sondern die sagen halt, die verwenden ihren eigenen Namen halt. Zum Beispiel steht jetzt HTC und nicht meine eigenen Apps. Ich zeige euch das mal einmal. Hier oben steht jetzt HTC statt meine Apps oder heruntergeladene Apps, je nachdem. Sony Ericsson, glaube ich, macht das auch, aber. Und ansonsten, das ist eigentlich soweit dieses. Was wir hier ansonsten noch haben, ist natürlich eine Sensation. Das ist das Neueste, was das Telefon haben soll, was jetzt hier noch nicht funktioniert. Das ist HTC Watch. Das funktioniert in meiner Software noch nicht. Das ist ein Video-on-Demand-Dienst, das heißt, ihr könnt dann per Knopfdruck TV-Sendungen, Spielfilme runterladen, euch ausleihen oder kaufen. Funktioniert hier noch nicht. Wenn ich hier irgendwas starten würde, stürzt das Gerät ab. Deswegen zeige ich euch das noch nicht. Wir werden es aber euch zeigen, wenn das wirklich final ist, wenn das wirklich auf dem Markt ist. Das Telefon wird in Juni auf den Markt kommen. Vodafone wird es 4 Wochen lang exklusiv haben. HTC sagt insgesamt 599 € wird es kosten. Und ja, ich hoffe, ihr konntet erst einen guten Eindruck von dem Telefon bekommen. Ihr konntet die Idee bekommen. Wie gesagt, wenn irgendwas nicht richtig funktioniert hat, wartet nochmal wirklich ab, bis die finalen Produkte da sind. Das ist jetzt etwas nur, was ich die letzten Tage genutzt habe. Ich danke für eure Zeit, dass ihr zugeschaut habt. Wenn ihr Fragen habt, besucht uns auf unserer Internetseite. Da gibt es eine Menge Leute, die euch helfen werden. Bis bald.